und herzlich willkommen vom Cars & Coffee Slowenien. Das erste Mal, dass ich in Slowenien bin und wie man sieht, hinter mir gibt es auch schon einiges zu sehen. Hinter mir 918 Spider, wahrscheinlich auch der einzige, der in Slowenien rumfährt. Ja, wir gucken mal rum, was hier so rumsteht und das Wetter ist heute nicht ganz so gut, deswegen konnten wir leider nicht vor dem Schloss parken. Normalerweise findet das direkt auf der Wiese vor dem Schloss statt. Dieses Mal mussten wir dann leider hier bleiben, weil die Wiese einfach zu nass ist. Merke ich auch schon an den Füßen. Ja, heute Morgen noch am Wörthersee, jetzt in Slowenien und ab geht's. Ich habe zwei Schlüssel hier, wie ihr sehen könnt. Einer davon hat dieselbe Farbe wie der 918. Ich denke, das wäre doch einfach nur ein fairer Tausch, wenn ich den hier lasse und den wieder mitnehme, oder? Würde doch keiner merken. Machen wir den mal auf. Wie man sehen kann, alles aus Carbon hier. Der Einstieg ist recht tief. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen problematischer wie in meinem GT3. Und wie man sehen kann, was auch sehr interessant ist. Also ich gucke gerade zum ersten Mal in einen 918 rein. Wir haben hier die Mittelkonsole, sehr interessant. I tried. Ja. Also wenn man erstmal drin ist, sitzt man recht bequem. Und sehr interessant hier auf jeden Fall die Instrumententafel. Die 918 Sitze sind allerdings unbequemer als die Klappschalensitze im GT3. Man kann natürlich auch exakt dieselben Sitze im GT3 bestellen. Problematisch ist nur, dass der ganze Sitz besteht aus einem Guss. Das heißt, ich kann den nicht umklappen. Hier ist es kein Problem, denn wie man sehen kann, ist hinter mir nichts weiter mehr als Carbon. Also hinten gar kein Platz mehr. Im GT3 habe ich ja wenigstens noch den Käfig, wo ich dann hinten doch noch ein paar Sachen halt reintun kann. Wenn ich jetzt mal probiere, wie man hier sehen kann, alles fängt an zu leuchten. Und da sieht alles sehr spacig aus. Also man sieht, ne, typisch Elektro, alles in so einem grünen Touch gehalten. Grün ist ja eben die Farbe auch vom Spider. Also ich glaube, der hat sogar jetzt gerade grüne Bremssättel, wenn ich mich recht erinnern kann. Ja, hier die Instrumententafel auf jeden Fall auch nochmal sehr, finde ich sehr cool. Könnte ich mich dran gewöhnen. Mein nächster GTR, diesmal in weiß. Am Wörthersee jetzt schon einen schwarz, zwei in grün gesehen. Das erste Mal, dass ich den in weiß sehe und ich muss sagen, der gefällt mir auch ganz gut. Sieht alles noch ein bisschen brachialer aus, wie als wenn der schwarz wäre. Daneben haben wir noch ein SLS Cabrio, BMW M2. Hier ist so die BMW-Reihe.
Hier haben wir noch M3, noch ein M3, M4, M4, M4. Ne, noch ein M3. Und jetzt kommen wir weiter zu der Audi-Ecke, beziehungsweise hat sich hier zwischen einen Tesla geschummelt. Hier haben wir die ganzen Japaner, würde ich mal sagen. Und da vorne stehen jetzt alle Porsche in einer Reihe. Vor dem Porsche haben jetzt die Ferraris geparkt. Die haben jetzt die Mercedes-Ecke nochmal. Also wie man sieht, alles aufgeteilt hier nach Marken. Lamborghini Huracan. Sehr coole Farbe. Hier haben wir noch Mustangs. Und ja, bisher ist das jetzt so das Einzige, was hier steht. Also ich denke, da kommt jetzt noch mehr. So, hier haben wir jetzt noch ein 458 in einer sehr, ich würde mal sagen, speziellen Farbe. Und hier vorne nochmal der GT3. Daneben noch ein GT3 997. Also ich weiß, so langsam wird es echt peinlich. Ich komme ständig mit so saudreckigen Autos zu irgendwelchen Treffen. Ich habe den tatsächlich vor 2 Tagen gewaschen. Ich bin ganz ehrlich, vor 2 Tagen. Der wurde seitdem vielleicht nur noch 20 Kilometer. Nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Ja, wir sind jetzt bis nach Slowenien gefahren. Aber hier sieht man wieder. Kommen wir jetzt aber nochmal zum wohl interessantesten Auto von diesem Treffen. Nochmal der 918 Spider. Was viele vielleicht schon wissen, von diesem Modell gibt es, so wie es der Name auch sagt, genau 918 Stück. Und der lag damals im Grundpreis bei um die knapp 770.000 Euro. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Liquid Silver Metallic. Und ich glaube, diese Farbe gab es zum Aufpreis von knapp 50.000 Euro. Ja, was sollte man dazu noch wissen? Wir haben einen 4,6 Liter Mittelmotor und zusätzlichen Elektromotor. Also Hybrid. Immer noch eins der besten Autos, meiner Meinung nach. Zwischenstopp in Slowenien war das doch ein nettes Event. Wir fahren jetzt allerdings nicht mehr die Ausfahrt mit, denn es wird ganz schön spät. Ich mache mich nämlich jetzt wieder auf den Weg nach Deutschland. Ich denke, das wird so eine 10-Stunden-Fahrt werden. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen eher auf den Weg machen. Aber
alles in allem war das ein nettes Event. Es gab lecker Essen, tolle Live-Musik und es ist tatsächlich das erste Caster Coffee in Slowenien gewesen, was ich auch jetzt gerade erst erfahren habe. Dafür haben die Jungs auf jeden Fall ordentlich was auf die Beine gestellt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer einen Daumen nach oben da lassen und wenn ihr es noch nicht getan habt, vergesst doch einfach nicht, meinen Channel zu abonnieren. Denn dann könnt ihr auch wieder weiterverfolgen, was ich die nächsten Male so treibe. Es war ein ziemlich cooler Trip jetzt durch Österreich und Slowenien und ich bin aber auch ziemlich froh, jetzt wieder nach Hause zu kommen. Bis zum nächsten Mal.